Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Bob, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über einen Ort am Wasser sprechen. Magst du Orte am Wasser? Ja, das tue ich. Ich liebe das Geräusch von Wasser und die frische Luft. Welchen Ort möchtest du beschreiben? Ich möchte einen kleinen See im Park beschreiben. Es ist ein sehr ruhiger und schöner Ort. Das klingt schön. Ich mag Seen. Wie sieht der See aus? Der See ist nicht sehr groß. Er ist von grünen Bäumen und weichem Gras umgeben. Das Wasser ist klar und blau. Man kann kleine Fische schwimmen sehen. Das klingt sehr friedlich. Gibt es einen Weg um den See? Ja, es gibt einen Spazierweg. Die Leute gehen joggen und fahren mit dem Fahrrad auf dem Weg. Es ist sehr ruhig und entspannend. Ich mag ruhige Orte. Kannst du mir mehr über die Bäume und das Gras erzählen? Natürlich. Es gibt viele hohe Bäume rund um den See. Einige sind Eichen und andere sind Kiefern. Das Gras ist leuchtend grün und sehr weich. Im Sommer kann man auf dem Gras sitzen und ein Picknick machen. Picknicks am See sind meine Favoriten. Gibt es einen Platz zum Sitzen? Ja, es gibt mehrere Bänke entlang des Weges. Man kann sitzen und das Wasser beobachten oder ein Buch lesen. Manchmal sieht man Familien mit kleinen Kindern, die die Enten füttern. Enten sind so süß. Gibt es ein kleines Boot auf dem See? Ja, es gibt kleine Tretboote. Man kann ein Boot mieten und auf dem See paddeln. Es macht viel Spaß, besonders an einem sonnigen Tag. Die Idee, auf dem See zu paddeln, gefällt mir. Kann man im See schwimmen? Nein, Schwimmen ist nicht erlaubt. Der See ist für Boote und Angeln. Er ist sehr ruhig, sodass er sicher für kleine Kinder ist. Das ist gut zu wissen. Ich bevorzuge ruhiges Wasser zum Angeln. Gibt es einen Angelbereich? Ja, es gibt einen kleinen Steg, wo die Leute angeln können. Man kann auf dem Steg sitzen und auf einen Biss warten. Viele Leute kommen hier früh am Morgen zum Angeln. Der frühe Morgen am See muss sehr schön sein. Wie ist das Wetter dort? Das Wetter ist normalerweise schön. Im Sommer ist es warm und sonnig. Im Frühling und Herbst ist es kühl und angenehm. Sogar im Winter ist der See schön. Manchmal friert das Wasser ein wenig und die Bäume sind mit Schnee bedeckt. Ich würde den See im Winter gerne besuchen. Er muss wie eine Postkarte aussehen. Ja, im Winter ist er sehr hübsch. Ich nehme oft meine Kamera mit und mache Fotos vom See und den Bäumen. Besuchst du den See oft? Ich versuche mindestens einmal in der Woche zum See zu gehen. Ich gehe gerne spazieren, sitze auf einer Bank oder mache manchmal ein Picknick mit meinen Freunden. Das ist eine schöne Gewohnheit. Ich würde gerne eines Tages mit dir zum See gehen. Das würde mir gefallen. Wir können den Weg entlang gehen, auf einer Bank sitzen und vielleicht ein Tretboot mieten. Ja, das klingt nach einem perfekten Tag. Ich bringe auch gerne ein Buch mit und lese am Wasser. Lesen am See ist sehr entspannend. Das Geräusch des Wassers hilft mir, mich zu konzentrieren. Da stimme ich dir zu. Der See ist ein großartiger Ort, um sich zu entspannen und dem hektischen Stadtleben zu entfliehen. Weißt du, wie der See heißt? Nein,
Das weiß ich nicht. Wie heißt er? Der See heißt Sanilake. Er liegt in der Mitte des Green Parks. Sanilake ist ein schöner Name. Ist er weit von deinem Zuhause entfernt? Nein, es ist nicht weit. Ich kann in etwa 20 Minuten dorthin laufen oder eine kurze Busfahrt nehmen. Das ist sehr praktisch. Ich wohne in der Nähe des Stadtzentrums. Ich kann mit dir den Bus nehmen. Das wäre großartig. Wir können einen Besuch zusammen planen. Ich freue mich darauf. Gibt es Veranstaltungen am See? Ja, manchmal organisiert der Park Veranstaltungen. Es gibt kleine Konzerte, Kunstausstellungen und sogar einen Angelwettbewerb. Das klingt nach Spaß. Ich würde gerne ein Konzert am See sehen. Die Konzerte sind sehr schön. Man kann auf dem Gras sitzen, Musik hören und den Sonnenuntergang genießen. Ich liebe Sonnenuntergänge am Wasser. Es ist immer so ruhig und schön. Hast du andere Orte am Wasser besucht? Ja, ich habe ein paar Strände und einen Fluss besucht. Jeder Ort ist anders, aber ich mag den See am liebsten. Warum magst du den See am liebsten? Ich mag den See, weil er ruhig und friedlich ist. Das Wasser ist ruhig und es sind nicht viele Leute da. Es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen. So geht es mir auch. Der See ist mein Lieblingsort, um dem Lärm der Stadt zu entkommen. Vielleicht können wir in Zukunft zusammen andere Wasserorte erkunden. Das ist eine großartige Idee. Wir können beim nächsten Mal einen Strand oder einen Fluss besuchen. Darauf freue ich mich. Machst du oft Fotos am See? Ja, ich liebe Fotografie. Ich mache viele Fotos von den Bäumen, dem Wasser und dem Himmel. Das Licht ist am Morgen sehr schön. Ich würde gerne deine Fotos sehen. Vielleicht kannst du mir beim nächsten Mal einige zeigen. Ich würde dir gerne meine Bilder zeigen. Ich mache auch gerne Skizzen von der Landschaft. Zeichnen am See muss sehr inspirierend sein. Das ist es. Die Ruhe des Sees hilft mir, kreativ zu sein. Ich bin kein Künstler, aber ich schreibe gerne kurze Gedichte. Der See gibt mir viele Ideen. Das ist wunderbar. Schreiben und Zeichnen sind beides kreative Aktivitäten. Wir können unsere Kunst beim nächsten Mal teilen. Ja, das würde ich sehr gerne. Siehst du manchmal Wildtiere am See? Ja, manchmal. Ich sehe Vögel, Eichhörnchen und sogar ein paar Kaninchen. Der Park ist sehr naturnah. Ich liebe es, Tiere zu sehen. Das macht den Ort lebendig. Das tut es. Die Vögel singen oft und die Luft ist frisch. Es ist ein perfekter Ort für Naturliebhaber. Da stimme ich zu. Ich fühle mich sehr glücklich und ruhig, wenn ich am See bin. Bob, kannst du mir mehr über den See erzählen, den du letzten Sommer besucht hast? Natürlich, Alice. Letzten Sommer habe ich einen See namens Krystallake besucht. Er ist ein bisschen weiter von der Stadt entfernt, aber sehr schön. Krystallake. Das klingt herrlich. Wie war es dort? Das Wasser im Krystallake ist sehr klar wie Glas. Man kann den Grund des Sees und viele kleine Steine sehen. Die Bäume rund um den See sind hoch und grün. Bist du im Krystallake schwimmen gegangen? Ja, das habe ich. Das Wasser war kühl und sehr erfrischend. Ich habe auch Kajak gefahren. Kajakfahren klingt nach Spaß. Ich habe es noch nie ausprobiert. War es einfach? Ja, es war einfach. Ich habe ein kleines Kajak gemietet und bin um den See gepaddelt. Es war sehr ruhig, so dass ich mich überhaupt nicht ängstigte. Ich möchte irgendwann Kajakfahren ausprobieren.
Hast du ein Picknick am Kristalllake gemacht? Ja, das habe ich. Ich habe ein paar Sandwiches und Obst mitgebracht. Ich saß auf dem Gras und aß, während ich das Wasser beobachtete. Es war sehr entspannend. Das klingt nach einem perfekten Tag. Ich liebe Picknicks am Wasser. Ich habe den Kristallake auch am Morgen besucht. Der Sonnenaufgang war erstaunlich. Der Himmel war pink und orange und das Wasser funkelte. Ich würde gerne einen Sonnenaufgang an einem See sehen. Planst du, den Kristalllake wieder zu besuchen? Ja, ich habe vor, nächsten Sommer zurückzukehren. Vielleicht gehe ich mit meiner Familie. Sie mögen die Natur auch. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne mitkommen, wenn du mich einlädst. Ich werde dich auf jeden Fall einladen. Wir können eine Hütte mieten und das Wochenende dort verbringen. Ein Wochenende am Kristalllake klingt wunderbar. Ich freue mich darauf. Alice, denkst du, dass es gut für deine Gesundheit ist, den See oft zu besuchen? Ja, das denke ich. Wenn ich den See besuche, fühle ich mich entspannt und glücklich. Die frische Luft und das Geräusch des Wassers helfen mir, Stress abzubauen. So geht es mir auch. Manchmal fühle ich mich in der Stadt sehr beschäftigt und müde. Aber wenn ich zum See gehe, vergesse ich meine Sorgen. Auf dem Weg am See entlang zu gehen, ist eine gute Übung. Es hilft mir, fit zu bleiben. Ich gehe auch gerne spazieren und joggen auf dem Weg. Es ist sehr ruhig und ich kann klar denken. Meditierst du manchmal am See? Ja, das tue ich. Ich setze mich auf eine Bank, schließe die Augen und höre das Wasser. Es macht mich sehr friedlich. Ich möchte das ausprobieren. Meditieren am Wasser klingt sehr entspannend. Ich kann dir beim nächsten Mal zeigen, wie man meditiert, wenn wir zusammen den See besuchen. Das würde ich sehr gerne. Ich möchte neue Wege lernen, um mich zu entspannen. Alice, hast du Pläne, dieses Wochenende einen See oder einen Strand zu besuchen? Ja, das habe ich. Ich plane am Samstag zum Sannilake zu fahren. Und du? Ich denke daran, am Sonntag zum Kristalllake zu fahren. Ich möchte Zeit in der Natur verbringen. Das ist großartig. Vielleicht kann ich am Sonntag zu dir nach Kristalllake kommen. Das würde mich freuen. Wir können ein Picknick machen, auf dem Weg spazieren gehen und vielleicht ein Tretboot mieten. Ja, das klingt nach einem perfekten Plan. Ich bringe etwas Essen für das Picknick mit. Ich kann Getränke und Snacks mitbringen. Wir können unser Essen teilen. Ich bin sehr aufgeregt. Das Wochenende am See wird sehr entspannend sein. Ich stimme zu. Ich fühle mich immer glücklich nach einem Tag am Wasser. Lass uns planen, uns am Sonntagmorgen an der Bushaltestelle zu treffen. Gute Idee, ich werde den Fahrplan überprüfen und dir die Uhrzeit mitteilen. Perfekt. Ich freue mich auf unseren Ausflug zum Kristalllake. Es wird eine tolle Zeit, um sich zu entspannen und die Natur zu genießen. Ja, ich bin auch sehr aufgeregt. Zeit am Wasser zu verbringen ist immer gut für die Seele. Bob, danke, dass du heute mit mir über den See gesprochen hast. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Danke, Alice. Ich habe es auch sehr genossen. Ich teile gerne meine Gedanken über Orte am Wasser. Ich habe viel über den Kristalllake und deine Erfahrungen dort gelernt. Das macht mich neugierig, neue Seen zu besuchen. Ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Die Natur ist sehr wichtig und es ist schön, darüber mit einem Freund zu sprechen. Ich hoffe, wir können in Zukunft viele Seen und Strände zusammen besuchen. Ja, ich freue mich auf weitere Ausflüge mit dir.
Wir können neue Orte erkunden und das Wasser genießen. Ich sehe dich am Sonntag an der Bushaltestelle. Danke nochmal für das nette Gespräch. Gern geschehen, Alice. Ich freue mich auf unseren Ausflug. Hab einen schönen Tag. Du auch, Bob. Bis bald. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsübungen verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.